Würde er es wieder tun? Ich bin 1000 Kilometer in 18 Tagen gelaufen. Ob ich das nochmal machen würde? Wie man sowas überhaupt mental leisten kann? Über einen magischen Moment. Die Zusammenfassung meiner Reise jetzt. Freunde, die allgemeine Ganzkörperfrage lautet doch jetzt, würde ich es nochmal tun? Und ich sag's kurz und knapp, ja, mit euch zusammen. Die Idee für meine Tour, die hatte ich schon vor Jahren, dass ich irgendwann in meinem Leben nach Spanien laufen werde. In der Planung dieses Jahr, März ungefähr, bin ich auf die 1000 Kilometer gekommen. Ich habe gedacht, Zeitansatz 2, maximal 3 Wochen. Wie viel kann man denn laufen? Es muss mehr sein, als man so durchschnittlich läuft. Bundeswehr war ja immer 30 Kilometer Leistungsmarsch. Mit der Family sind wir ab und an mal im Jahr eine Wanderung, ca. 40 Kilometer gelaufen, 43 Kilometer. Ich kann euch sagen, so ging es den allermeisten. Danach hast du gesagt, nächster Tag, Couchtag. Wie viel kann man leisten? Überdurchschnittlich. So bin ich einfach auf die 50 Kilometer gekommen. Ich bin in meinem Leben davor noch nie 50 Kilometer gelaufen. Nun habe ich mir als Ziel gesetzt, das Ganze eben ja mindestens quasi 20 Tage hintereinander zu machen. Eine Herausforderung. Also, ich würde es nochmal machen mit dir zusammen. Dieses Jahr habe ich vorgelegt und im Zuge meiner Planung bin ich dann auf die Idee gekommen, hey, wie wäre es denn, wenn wir das zusammen machen würden? Zum Beispiel mit 2 oder 3 Teams gegeneinander. Wer ist der Schnellste? Es würde so richtig Knatsch nämlich geben. Der eine wäre ganz schnell und würde sagen, wir müssen schneller sein als die anderen, um den Preis zu gewinnen, um die Ersten zu sein. Und der andere, ich kann heute nicht mehr, ich bleibe heute hier. Das würde ein richtiger Spaß werden, Leute. Zum einen natürlich für die auf der Tour, aber zum anderen natürlich für uns vor dem Bildschirm. Was heißt für uns? Ich wäre natürlich auch mit am Start. Das heißt, wenn du meinst, das ist eine gute Idee, dann melde dich bei mir. Wenn wir genug Leute zusammenbekommen, dann können wir die Tour auf jeden Fall starten. Vielleicht nächstes Jahr. So, aber nun zu dem mentalen Teil. Also, wie schafft man überhaupt das mental 20 Mal hintereinander aufzustehen? Beziehungsweise jetzt bei mir natürlich waren es 18 Mal. Ich war schneller, das war auch mein Anspruch. Aber trotzdem, 18 Mal, das sind ja fast 3 Wochen, jeden Tag aufzustehen und zu wissen, dass du mindestens bzw. im Schnitt 50 Kilometer laufen musst. Ja, was heißt im Schnitt? Bei mir war es so, ich bin einmal 75 Kilometer gelaufen, das war das weiteste, was ich an einem Tag gelaufen bin, und das wenigste waren, ich glaube, 43, 44 Kilometer. Ja, und ansonsten so zwischendrin öfter mal 60 Kilometer und so weiter. Ja, das tut aber nicht zur Sache. Du musst in 20 Tagen 1000 Kilometer laufen, das bedeutet 50 im Schnitt am Tag. So, und das ist ja schon quasi eine mentale Herausforderung. Wie macht man sowas? In meiner Vorbereitung wurde mir das relativ schnell klar. Meine mentale Grenze war bei ca. 25 Kilometer. Das heißt, wenn ich da gelaufen bin, dann hatte ich bei 25 Kilometer jetzt nicht keinen Bock mehr, aber da hat es angefangen, dass ich sage so, und du fängst an, so leicht zu hinterfragen, was du da eigentlich machst. Und mir wurde direkt am Anfang klar, das muss ich einfach nach oben verschieben. Ja, und wie macht man sowas? Also bei mir geht es einfach mit stumpf sein und Ziele setzen. Ja, ich hatte dann mein Ziel, dass ich 1000 Kilometer in 20 Tagen laufe. Und bei mir ist es einfach so, wenn ich ein Ziel habe, dann erreiche ich diese Ziele auch. Das war bis jetzt immer so und das wird auch immer so sein. Das heißt, ja, die Grenzen im Kopf zu verschieben, um auf ein Ziel hinzuarbeiten, das ist einfach der Schlüssel für den Erfolg, dass man sowas überhaupt schafft. Ich habe den Vorteil bei mir, dass es schon immer so war, wenn ich dann eben in so einem Modus bin, im Einsatzmodus nenne ich den immer, dann legt sich sowieso ein Schalter um und ich bin komplett stumpf. Das war auch bei der Tour so. Das heißt, jetzt in dem Fall einfach laufen, laufen, laufen und nochmal laufen. Was auf mich zukommt, das war mir natürlich selber nicht so ganz klar, denn sowas habe ich noch nie gemacht.
Ich bin dann in meiner Vorbereitung einmal 50 Kilometer gelaufen, einmal bin ich 30 am Abend und am nächsten Morgen 30 gelaufen, aber das war auch das Maximum. Ja, aber das jeden Tag immer wieder zu machen, ja, das habe ich auch noch nie gemacht. Wie war es auf der Tour? Leute, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Über was denkst du die ganze Zeit nach auf der Tour? Und mir ist aufgefallen irgendwann, dass ich über gar nichts nachgedacht habe. Wenn ich hier laufen gehe, joggen gehe oder auch mal 30, 40 Kilometer laufe, dann denkst du immer über alles nach. Über meine Projekte, was mache ich als nächstes, irgendwelche Post, die du bekommst, hier die Krankenkasse hat geschrieben oder dies oder das. Alles Mögliche und denkst über sämtliche Sachen nach. Und mir ist aufgefallen, dass ich einfach die ganze Zeit über gar nichts nachgedacht habe. Und das ist schon Wahnsinn, wenn man überlegt, dass ich jeden Tag zwischen 10 und 14 Stunden einfach nur gelaufen bin. Und danach war natürlich Ruhezeit, beziehungsweise Video noch kurz schneiden, verpflegen, Hygiene, Ende Gelände. Ja, und das ist eigentlich Wahnsinn. Das hat mir noch auch ein Freund gesagt, der sagte so, ey, das ist ja eigentlich Wahnsinn, das ist ja fast wie Meditation, das ist ja ein Zustand, den du gerne mal erreichen würdest, gedankenlos, aber eigentlich nie erreichen kannst. Da habe ich gesagt, stimmt, das ist mir eigentlich noch nie aufgefallen. Und das hat auch einen Vorteil, zu dem ich aber ganz am Ende komme. Du läufst einfach und läufst und dementsprechend bekommst du außenrum auch gar nichts mit. Ich habe mich so sehr gefreut auf die schöne Landschaft, die man im Süden findet. Trockene Landschaft, die im Übrigen leider erst ab der zweiten Hälfte der Tour dann tatsächlich war. Im Prinzip eigentlich ab Avignon. Ja, aber selbst das konnte ich nicht genießen, sondern ich bin einfach gelaufen. Ziemlich am Ende der Tour habe ich am Meer dann schöne Buchten gesehen. Auch das konnte ich nicht genießen. Ich bin einfach nur gelaufen und gelaufen. Ich habe das teilweise natürlich bewusst gemacht, bewusst provoziert. Und zwar, weil ich schon aus meinen Einsätzen kenne, wenn du lange im Ausland bist, 1 Monat, 2 Monate, vielleicht noch länger. Und zwar Sachen einfach, kleine Sachen wieder schätzen zu lernen. So war es natürlich auch auf meiner Tour, zum Beispiel mit dem Kaffee. Natürlich hätte ich theoretisch jeden Tag einen Kaffee bekommen können, aber es wäre teilweise schon mit Umwegen verbunden gewesen, die ich bei 1000 Kilometern natürlich nicht nochmal einbauen muss unbedingt, wegen dem Kaffee. Ich hätte auch jeden Tag einen Instant-Kaffee trinken können. Jeden Tag war ich im Supermarkt, mindestens 2-mal, hätte da auffüllen können, als mein Vorrat leer war. Aber das habe ich bewusst weggelassen, denn Kaffee ist schon sehr wichtig, wie wir alle wissen. Es ist jetzt der 12. Tag auf meiner wunderbaren Reise und ich habe seit Tagen keinen Kaffee mehr bekommen und ich liebe Kaffee, früh am Morgen vor allem. Und das ist der Preis auf solchen Reisen, aber das hier ist gleichzeitig der Lohn auf solchen Reisen. Sowas zu sehen, sowas zu erleben und der Lohn ist auch die kleinen Dinge wieder, die man im Alltag als selbstverständlich erachtet, einfach viel mehr wertzuschätzen. Ich habe schon zu meiner Frau gesagt, ich freue mich so drauf, einfach nur auf der Couch zu sitzen mit ihr und einfach nur einen Film zu schauen. Ja, und dann wollen wir gar nicht von den anderen Sachen reden, wie Therme und ins Kino gehen, sondern einfach nur ganz einfach auf der Couch sitzen, beziehungsweise früh zusammen den Kaffee zu trinken. Wahnsinn, und das kenne ich schon von meinen Einsätzen und das ist hier jetzt genauso wieder. Es ist einfach wunderbar, diese Erfahrung machen zu dürfen. Aber darauf mal zu verzichten, führt dazu, dass man sich natürlich darauf wieder sehr freut. Und so war es auch bei mir. Wir wissen ja alle, solche Sachen wie auf der Couch sitzen mit der Frau, Zeit mit der Family, das ist für uns alltäglich. Aber wenn du mal weg bist, wie in meinen Einsätzen oder jetzt da, dann ist das nicht mehr gegeben. Und wenn du wirklich karg lebst, am Limit sozusagen und auf solche Sachen verzichtest, dann dauert es nicht lang, glaub mir. Und du sehnst das wieder herbei und freust dich umso mehr, das wieder zu haben. Und so ging es natürlich mir auch mit dem Kaffee. Das heißt, ich kitzel es manchmal schon heraus, auf solche Sachen bewusst zu verzichten, um sich dann einfach wieder mehr drauf zu freuen. Und so war es eben auch da, wie gesagt, vor allem mit dem Kaffee, aber natürlich auch mit den anderen Sachen. Ich weiß nicht, wie viel Energie mein Körper hier verbraucht hat, wenn ich jeden Tag im Schnitt 50 Kilometer gelaufen bin, also 10 bis 14 Stunden nur gelaufen bin. Aber es war bestimmt so einiges. Dementsprechend habe ich mich auch verpflegt, seht selbst. Auch Mittagspause bedeutet für mich immer Schuhe ausziehen, Sockenwechsel auf jeden Fall. Und von der Verpflegung her haue ich mir auf jeden Fall eine Stange Baguette rein, mittags, und meistens noch eine ganze Stange oder solche
Stangen Salami oder ein ganzes fettes Stück Käse und abends nochmal das gleiche. Jetzt ist gerade ja Tag 13. Ich habe in den ersten, muss ich sagen, ja, jetzt eine Woche, eigentlich bis jetzt vor 2-3 Tagen, habe ich wirklich das gegessen und natürlich ab und zu noch Obst zwischendrin. Aber ansonsten hat der Körper offensichtlich von den Energiereserven gezehrt, die ich noch hatte. Jetzt seit so 1-2 Tagen ist es wirklich so, dass ich mir abends 2 Tafeln Schokolade reinhau. Aber nicht, weil ich da jetzt Bock drauf hätte, sondern ja, weil mein Körper irgendwie komplett danach verlangt. Also da ist so einiges an Energie jetzt gerade wohl nötig, ja. Deswegen ist erstmal guten Hunger. Ja, wie ging es eigentlich meinem Körper auf der Tour? Ich meine, wenn man jetzt 30 Kilometer läuft, dann wissen wir ja eben bei der Bundeswehr damals, ja, dann warst du platt sozusagen. Also am nächsten Tag, ja, machst du keinen Sport. Sagen wir es mal so. Wie ging es mir da? Super, kann ich nur sagen. Das liegt zum einen an meinem erwähnten Einsatzmodus, dass da auf einmal alles komplett anders läuft. Ich bin am ersten Tag 75 Kilometer gelaufen. Ich habe es gesagt, in meiner Vorbereitung bin ich 50 Kilometer gelaufen. Und da wäre ich am nächsten Tag jetzt auch nicht unbedingt weitergelaufen. Aber wenn ich dann im Einsatz bin auf der Tour, dann ist das komplett alles ausgeschaltet sozusagen. Ich habe nach den 75 Kilometern am nächsten Tag nichts gemerkt. Ich bin aufgestanden, hatte weder Muskelkater noch sonst irgendwelche Schmerzen noch sonst irgendwas und bin einfach weitergelaufen. Das ist Wahnsinn, das ist enorm. Deswegen sage ich euch mal, Leute, man kann alles schaffen. Man kann alles leisten. Das ist alles eigentlich nur mental. Das ist wirklich Wahnsinn. Und die Erfahrung habe ich jetzt nicht nur da gemacht, sondern auch davor schon. Und deswegen weiß ich auch, du kannst alles erreichen, was du willst. Das ist enorm, ja. Also, der Körper, aber dennoch ging es nicht ganz spurlos an mir vorbei natürlich. Wir sehen jetzt mal von den Blasen und der offenen Wunde, die ich dann hatte, ab. Darüber erzähle ich nicht, darum geht es jetzt gar nicht. Das habe ich schon in den Shorts und so weiter immer berichtet. Ja, es geht allgemein um den Zustand, Muskelkater und so weiter und so fort. Was ich irgendwann gemerkt habe, das war ab Tag, habe ich mir notiert, 8 bis Tag 12 in etwa. Da habe ich dann festgestellt, als ich mich dann nachts zum Schlafen gelegt habe, dass ich dann irgendwann aufgewacht bin und Beinschmerzen hatte. Hier vor allem in den Oberschenkel, aber nicht Muskel. Ich weiß nicht, wenn ein Mediziner dabei ist, erklär mir das mal, was das war. Sondern irgendwie in den Beinen. Also wirklich geschmerzt, vielleicht für 1-2 Stunden. Und dann war es auch wieder vorbei. Und es ging auch nur für 4-5 Tage. Und dann war die Sache auch wieder erledigt. Aber was ich noch sagen kann ist, wenn ich so mal 20 Kilometer, 30 Kilometer, 40 Kilometer gerannt bin, ja, dann merkst du natürlich danach ein bisschen was, ja. Dann merkst du, dass du was gemacht hast. Das war bei mir tatsächlich jetzt auf der Tour gar nicht so. Ich bin angekommen abends und war nicht platt oder so. Was ich aber dann gemerkt habe oder wann ich es gemerkt habe, das war nachts. Ich bin irgendwann, lass es 12, 1 Uhr nachts sein, aufgewacht. Nicht jeden Tag, aber ab und zu. Und alles war nass geschwitzt. So richtig nass geschwitzt. Also ich kannte das ja aus meiner Vorbereitung. Du läufst 40 Kilometer und dann ist dir abends warm, ist dir heiß. Der Körper arbeitet. Aber so krass habe ich das noch nie erlebt. Richtig nass geschwitzt. Ich habe dann hier ja teilweise mich woanders hingelegt. Und dann bin ich 2 Stunden später wieder aufgewacht und wieder alles komplett nass. Ja, also das habe ich, wie gesagt, nicht jede Nacht gemerkt, aber schon ab und zu, dass der Körper einfach richtig, richtig krass gearbeitet hat und verarbeitet hat. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Ja, und ja, der Körper muss es ja auch irgendwie verarbeiten. Ja, aber ansonsten ging es mir super. Wie gesagt, kein Muskelkater, außer die ersten 2 Wochen dann irgendwann mal, als ich diese, jetzt gehe ich doch drauf ein, diese offene Wunde an meinem Fuß hatte und nur noch auf der Ferse gelaufen bin. Dann hat natürlich immer so ab Kilometer 10 die Ferse wehgetan. Und durch dieses andere Laufen, was ich nicht gewohnt war, hat dann auch irgendwann meine Wade nicht wehgetan, sondern Muskelkater eben. Also schon wehgetan. Ja, und das habe ich dann eben gespürt. Ja, aber ansonsten ging es mir top. Also Leute, nochmal, wenn ihr dabei seid und mitmachen wollt, ihr merkt nicht mehr was. Wie plant man so eine Tour? Nicht so wie ich. Wie habe ich es gemacht? Ich habe bis eine Woche vorher tatsächlich mich auf Google Maps verlassen. Habe Google Maps hergenommen, habe am Anfang geschaut von Barcelona zurück, wie viel oder wo muss ich starten, dass ich 1000 Kilometer hinbekomme. Ja, das war
meine erste Idee, und dann bin ich auf die Idee gekommen, halt mal kurz, du musst bestimmt Umwege laufen. Sei es, dass eine Straße gesperrt ist oder immer zu den Supermärkten, wenn die nicht auf dem Weg liegen. Und habe gedacht, so ein kleiner Puffer ist ja ganz gut. Natürlich war mir auch klar, ich kann nicht irgendwo starten, sondern ich muss ja irgendwie hinkommen. Entweder mit dem Bus, wobei, das habe ich mal vor 2 Jahren dann eben auf unserer Fahrradtour, sind wir mit dem Bus zurückgefahren, mache ich nie mehr. Da habe ich gesagt hier, nee, mit dem Zug muss es sein. Das heißt, es muss auch irgendeine Stadt sein, die eine gute Zuganbindung hat. Dann bin ich mit Google Maps auf Dijon gekommen. Barcelona, Dijon, 850 Kilometer. Komme ich gut mit dem Zug hin, habe auch genügend Puffer, denn wenn du auf 20 Tage mal Umwege einrechnest, dann ist es bei 150 Kilometer gar nicht mal so viel. Und ich habe gesagt, wenn ich in Barcelona ankomme und es sind die 1000 nicht voll, weil die 1000, das war mein Ziel. Ne? Barcelona habe ich mir als schöne Stadt ausgesucht, aber 1000 Kilometer, das war das Ziel, in 20 Tagen zu laufen. Dann werde ich in der Stadt so lange rumlaufen oder um die Stadt laufen, bis ich die 1000 voll habe. So, ja, also Google Maps hat mir gesagt, Barcelona, Dijon, 850 Kilometer. Knapp eine Woche bevor ich losgelaufen bin, ich hatte den Tipp bekommen, weil Google Maps, ja, bin ich zwar auch schon oft mitgelaufen, aber mir ist aufgefallen, plant die Route gerne auch mal, ja, einfach den kürzesten Weg und dann sind halt einfach viele Straßen dabei, Bundesstraßen, also in Frankreich Route Nationale zum Beispiel, Landstraßen, viel Autos und das willst du ja vielleicht auch nicht die ganze Tour. Und dann hat mir gesagt, hier, benutzt doch die und die Wander-App und plan die Route damit. Na ja, macht Sinn, ja, weil ich dann auch kurz vorher in Frankreich mal war und ja, mir dann aufgefallen ist so, hier, Route Nationale kannst du ja gar nicht alle laufen. Es gibt welche, die darfst du gar nicht laufen. Also quasi wie bei uns auf der Autobahn darfst du ja auch nicht laufen. Da habe ich gesagt, oh, da muss ich wirklich was machen. Und dann habe ich mit der Wander-App geplant und dann bin ich mal kurz zusammengezuckt, weil die Wander-App mir angezeigt hat, Barcelona, Dijon, 998 Kilometer. Oh no, ey, also keinen Puffer sozusagen. Okay, nützt ja nichts. Jetzt habe ich das alles schon verkündet. Ich laufe in Dijon los und so weiter. Ja, muss ich jetzt so machen. Bin nach Dijon gelaufen. So, also, wie plant man jetzt die Route? Kann man schon so machen, wie ich es gemacht habe. Aber ich sage mal, so ein Mix sozusagen. Also Google Maps und die Wander-App. Habe ich auch beides auf der Tour genutzt. Ich habe dann immer beide Karten hergenommen, habe mir das einfach angeschaut, was ich schon auf meiner Fahrradtour damals festgestellt habe, dass diese Apps, sei es diese Fahrradplan-Tour-App oder jetzt eben Wander-App, jetzt die Erfahrung gemacht, die führen dich gerne mal auch, ja, nicht direkt die Strecke, sondern führen dich von der direkten Strecke runter, dass du eine schönere Route hast, aber du gehst Umwege. Und da ist mir, wie gesagt, auf der Fahrradtour schon aufgefallen, damals mit meiner Frau nach Italien, sind wir gerade von der Landstraße runtergefahren, den Berg hoch in Dorf, nur um am Dorfende wieder auf die Landstraße zu kommen. Das ist ja Quatsch. Ja, und dann heißt es einfach Hirn einschalten. Ja, und einfach mitdenken, die Karte nehmen, lesen und sagen, hey, pass auf, die will mich jetzt nur runterführen, weil von der Straße zum Beispiel, weil hier vielleicht keine Autos oder weniger Autos sind, schönerer Weg, aber es ist nicht der direkte Weg. Wenn ich jetzt eine Weinwanderung mache oder eine Pilgertour, dann kann ich das ja machen. Aber wenn ich ein Tagesziel habe von 50 Kilometer, will so schnell wie möglich irgendwo ankommen, will durchziehen, dann ist es natürlich völliger Quatsch, vor allem auch mental, wenn du siehst, dass du immer wieder einfach einen Bogen läufst und das Ziel auch schneller erreichen könntest. Ja, deswegen habe ich, wie gesagt, beides in Kombination benutzt und habe einfach geschaut, macht es Sinn, jetzt von der Route runter zu gehen oder den direkten Weg zu laufen und einfach jetzt mal eine Route Nationale zu laufen, die ich laufen darf und dann eben die Autos und LKWs in Kauf zu nehmen. Ja, und das habe ich so gemacht. Dadurch habe ich auch einiges an Kilometern eingespart. Ja, von diesen 998 Kilometer, wenn ich dann abgekürzt habe und konnte einiges wieder gut machen. Unterkünfte und Essen ist ja heute sowas von einfach. Erstens habe ich die Tour sowieso von Anfang an so geplant, dass ich immer nah an der Zivilisation bin. Ich habe für den Notfall meinen Wasserfilter natürlich mitgenommen, aber das war am Ende des Tages, und davon bin ich auch ausgegangen, gar nicht nötig, denn ich habe gesagt, das Ding hier geht um 1000 Kilometer in maximal 20 Tagen. Und das wollte ich eben so erreichen. Deswegen auch wenig Gewicht.
mitnehmen. Ich hatte ja nur 2 Unterhosen und 2 T-Shirts dabei. Ja, aber auch eben immer wieder an Verpflegung kommen. Ja, und heutzutage mit Google Maps zum Beispiel, da wird ja alles angezeigt, sogar die Öffnungszeiten. Das heißt, ja, da ist natürlich total easy zu planen, auch zu planen, okay, wie viel muss ich in etwa mitnehmen bis zum nächsten Punkt. Aber wenn du nahe an der Zivilisation läufst, dann hast du ja in so einem Gebiet eigentlich in der Regel sowieso immer wieder Verpflegungspunkte. Ja, das heißt, da stehst du nie da und musst jetzt irgendwie bangen, kommst du weiter. Reicht das Wasser noch? Wobei einmal war es, oder zweimal war es, da bin ich durch so ein Gebiet durch und davor gab es schon nichts hier an Verpflegung, also wassertechnisch. Und ja, dann wusste ich nicht, wie lange muss ich durch das Gebiet laufen. Das war so ein Naturschutzgebiet. Und ja, dann hätte es knapp werden können, aber dann habe ich doch noch rechtzeitig sozusagen die nächste Ortschaft erreicht und konnte meine Vorräte auffüllen. Aber wenn ich jetzt im August gelaufen wäre, wenn es hier 35 Grad gehabt hätte, sage ich mal, dann, sage ich mal, ne? Ja, aber hätte auch geklappt, denn was ich auch festgestellt habe in meinem Leben, es klappt immer alles irgendwie. Leute, ich erzähle euch hier quasi von mir intern, also wirklich jetzt magischer Moment. Und zwar, was ihr jetzt hier seht. Ich kam da vorbei an diese Kapelle und ob ihr es glaubt oder nicht, oder ob ich selbst glaube oder nicht, aber vielleicht kennt ihr sowas, dass ihr denkt, ihr wart da schon mal, und das hatte ich natürlich schon ein paar Mal in meinem Leben, so ein Déjà-vu, wie man sagt, aber das war krasser als alles, was ich bisher erlebt habe. Also entweder war ich da tatsächlich schon mal oder ich war da tatsächlich schon mal. Wahnsinn, richtig heftig, und dann natürlich, wie ihr jetzt seht, auch nochmal bei Sonnenuntergang. Das war nochmal eine ganz andere Kulisse, wirklich Wahnsinn. Du wirst erleben, dass du nach der Tour wieder auf die Tour zurück willst, hat mir jemand gesagt, aber ich habe gesagt, nee, so wird es nicht sein, weil ich mich ja kenne, und so ist es auch gewesen. Ich habe gesagt, ich werde mich freuen, schön in einem Kaffee zu sitzen, in Gesellschaft und den zu schlürfen. Ja, und so ist es auch tatsächlich. Bei mir war es in den Einsätzen schon immer so. Im Einsatz bin ich im Einsatz, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich einfach wieder zu Hause. Und so war es auch da. Ich habe die Tour gemacht, ich habe mein Ziel erreicht und dann ist das Ding abgeschlossen. Ja. Was ich nach der Tour festgestellt habe, mein Hirn war wie durchgeblasen. Sei es jetzt die Spülmaschine zu Hause ausräumen oder sämtliche andere Aufgaben, die du als Last empfindest, die du als lästig teilweise empfindest. Egal was es für eine Aufgabe war, ich habe voller Tatendrang mich gefreut und wollte das Ganze hier angehen und habe gesagt, yes, ich freue mich wirklich auf so Kleinigkeiten zu machen. Ja, und das habe ich festgestellt. Also von dem her kann ich sagen, alles in allem war diese Tour wirklich eine wunderbare Tour. Vor allem so große Ziele zu erreichen, das ist natürlich was Wunderbares. Ich habe es mir anders vorgestellt, wenn ich dort ankomme, dass ich mich noch mehr freue, und das Ganze noch emotionaler wird. So war es dann tatsächlich nicht. Also ich bin angekommen und ich bin angekommen, war dann so, ich bin angekommen, okay, und das ist so wie gestern, wie vorgestern der Tag, tatsächlich, aber ich glaube, das gehört auch irgendwie dazu. Und bin jetzt aber trotzdem froh und stolz drauf, dieses Ziel erreicht zu haben. Ja, und sage aber auch, das wird nicht das letzte Ziel gewesen sein. Das ist ja das Schöne, sich immer wieder neue Herausforderungen zu stecken, neue Herausforderungen anzunehmen und die dann auch durchzuziehen und zu erreichen.